Die größten Passagierflugzeuge der Welt. Sie kommen wieder jeden Tag nach Frankfurt. Ich freue mich drauf, dass es endlich mal wieder losgeht. Hunderte Starts und Landungen täglich. Der Flughafen, einer der wichtigsten in Europa, auch in Corona-Zeiten. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern und vermeiden Sie größere Menschenansammlungen. Immer mehr Menschen wollen wieder fliegen, ob Terminal oder Flugzeug. Die Hygienevorschriften sind streng. Sie müssen bitte den Abstand einhalten, die 1,5 Meter, ja? Der Flughafen in Hessen, einer der größten Arbeitgeber. Tausende Menschen sorgen für Sicherheit und einen perfekten Ablauf. Materialschlacht auf dem Vorfeld, Abriss und Neubau der Start- und Landebahn Süd. Es sind ungefähr 70 LKWs im Einsatz heute. Wir bauen ca. 7.000 Tonnen Material ein. Und die kommen hier aus der ganzen Gegend. Taufe, Trauer, Trauung. Unterwegs mit Flughafenfacherin Bettina Klünemann ihre Einsätze berühren. Es war ein junger Mann, der hier in Deutschland ertrunken ist, wo die Eltern dann gekommen waren, um sozusagen den Leichnam abzuholen. Wie arbeiten und leben die Menschen am Flughafen mit der neuen Herausforderung? 1936 wurde die erste Start- und Landebahn in Betrieb genommen. 13 Jahre später folgt die Bahn im Süden. Regelmäßig wurde sie gepflegt. Doch das reicht nicht mehr. Was sie jetzt braucht, ist eine Sanierung. Schlaglöcher, Risse, Falten. Sie ist ganz schön fertig, die alte Südbahn. Da hilft nur noch eine Komplettkur. Alles muss raus. Fräsen und Bagger geben der Bahn den Rest. Bauleiter Axel Konrad genießt diesen Abriss. Für mich ist es so ein bisschen wie Weihnachten. Man freut sich das ganze Jahr drauf. Ne? Und wenn es dann soweit ist, das ist dann, also die Vorfreude ist riesig. Ja? Und dass es jetzt endlich losgeht, dass jetzt natürlich auch in der Zeit ist, das Wetter so gut ist. Ja? Das ist genau der Grund, warum ich diese Arbeit auch so gerne mache. Man plant ein Jahr lang was und hat Ideen, die man dann irgendwann mal umsetzen will. Und wenn dann die Umsetzung kommt, dann ist es dann einfach, ja, das ist einfach spannend, das dann zu sehen, wenn es auch funktioniert. Der alte Asphalt, die Markierung, die Lampen, alles wird abgerissen. Die Bahn ist 4 Kilometer lang, 3 davon sind fällig und werden saniert. 17 Zentimeter tief. Das kann man gut hier sehen, dass wir hier die 17 Zentimeter haben, die wir haben wollen. Damit ist gewährleistet, dass wir auf jeden Fall die erste und die zweite Asphaltschicht rausfräsen. Weil es darf nichts hängen bleiben. Wir dürfen hier keine Schollen haben, die sich irgendwie lösen können, sondern wir wollen sicher gehen, dass die erste und die zweite Schicht Asphalt rausgefräst wird. Deswegen sind wir 17 tief. Die Südbahn, ab sofort gesperrt. Auch aus der Luft, gut zu erkennen. Ja, wir müssen ja die Bahn kennzeichnen, dass die Bahn gesperrt ist. Und das macht man mit Sperrkreuzen. Und weil wir die nicht markieren wollten mit Farbe, haben wir uns überlegt, wir nehmen LKW-Plane und rollen hier LKW-Plane aus. Und auf der ganzen Bahn müssen nach Vorgaben der Behörde insgesamt 14 von diesen Kreuzen ausgelegt werden. Um das Ganze zu befestigen, damit uns diese Plane nicht wegfliegt, haben wir die mit Sandsäcken befestigt. Also haben wir auch schon fürs nächste Hochwasser haben wir auch noch Sandsäcke. Axel Konrad saniert regelmäßig Bahnen und Rollwege. Fast jeden Stein hat er hier schon umgedreht. Der Familienvater ist Bauingenieur. Ja, grüß dich. Hi. Ja. Arbeiten auf der Piste, das machen sie normalerweise nur nachts, während des Nachtflugverbots. Doch wegen der Corona-Krise sind weniger Flugzeuge unterwegs. Da können sie auch tagsüber die Bahn sperren und sanieren. Auf dem Kopf landen die meisten Flugzeuge, genau hier an der Stelle ungefähr. Und entsprechend sieht man natürlich auch hier die Schäden, die dann entstehen, ne? Hier in der Oberfläche. Und der Asphalt ist jetzt hier 6 Jahre alt, haben wir 2014 das letzte Mal saniert. Aber durch die hohen Beanspruchungen, die wir haben, sieht dann halt irgendwann mal Asphalt hier so aus. Was halt nicht passieren darf, ist dann jetzt hier nicht im Moment, aber dass sich dann hier solche Steinchen lösen und eventuell in den Triebwerk kommen. Ne? Das kann natürlich zu fatalen Schäden führen. Und deswegen sanieren wir das. Der Asphalt, er muss einiges aushalten. Zum einen haben wir hier die Temperaturen, die er aushalten muss. Im Sommer sehr warm hier. Da kann hier der Asphalt schon mal 60, 70 Grad heiß werden, wenn hier den ganzen Tag die Sonne drauf scheint. Dann haben wir im Winter natürlich die Kälte, das muss er auch aushalten können. Also der muss diese extremen Temperaturschwankungen aushalten können. Und natürlich hier in der Aufsitzzone die Belastungen. Ja? Die sind natürlich auch extrem.
Ja, so ein Asphalt hat's auch nicht leicht. Ständig diese tonnenschwere Flugzeuge, die auf die Bahn hopsen. Mehrere hundert Mal am Tag und bis zu 500 Tonnen wiegen sie auch noch. Das macht die Piste schrumpelig. Achtung! Jetzt kommen viele Zahlen. 192.000 Quadratmeter werden saniert. Das sind 27 Fußballfelder. Vor Ort sind 100 Lastwagen, 24 Walzen, 8 Fräsen, 4 Asphaltmaschinen und 200 Arbeiter. 15 Millionen Euro kostet der Spaß. Und das sind 50 Fräszähne. Die sind kaputt. Die Fräszähne von der Fräse, die werden jetzt gewechselt. Die nutzen sich dann ab und die müssen dann 1-2 Mal am Tag müssen die gewechselt werden gegen neue, weil die dann einfach stumpf werden und dann geht die Fräsleistung zurück. Axel Konrad sammelt Baustellensouvenirs. Das steht dann als Erinnerung im Büro auf dem Schreibtisch. Wird sauber gemacht, hat man immer mal eine Erinnerung an so eine Maßnahme. Start- und Landebahnen müssen regelmäßig saniert werden. Das ist Gesetz und verlangt die Europäische Agentur für Sicherheit und die Internationale Zivilluftfahrtorganisation. Das sind die Reste der alten Bahn. Der Schotter wird recycelt, gewaschen und präpariert. So ist er durchaus für den normalen Straßenbau wiederzuverwenden, sagt der Bauleiter. Hier werden wir das Material erstmal zwischenlagern. Einfach aus der Logistik raus her passiert ist. Und dann nach der Maßnahme werden wir das Ganze wegfahren. Und am Ende kommen ca. 50.000 Tonnen zustande hier. Nach seinen Berechnungen wird der Schotterberg 8 Meter hoch. Doch der Bauingenieur bekommt langsam Zweifel, ob sie den ganzen Schotter hier überhaupt abladen können. Ist noch ein bisschen Platz, aber man muss uns langsam Sorgen machen, weil wir haben ja jetzt gerade mal, wenn wir heute fertig sind, die Hälfte und dann kommt das Gleiche noch mal dazu. Es wird eine knappe Kiste, sage ich mal. 600 Lkw-Fuhren kommen pro Tag. Die Sanierung eine Materialschlacht. Alle 30 Sekunden ungefähr kommt hier ein LKW und bringt Material wieder von der Südbahn, was wir rausfräsen. Hier kommt der nächste, da kommen schon die nächsten beiden, die dann ankommen. Wir haben hier einen Einweiser, anders wird es hier nicht funktionieren. Was kommt da noch an Schotter? Axel Konrad will das klären und fährt zurück zur Südbahn. Von der Baustelle zum größten Frachtzentrum am Flughafen, Bereich Cargo City Süd. Paletten aus Asien sind eingetroffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Emre Aygül kontrolliert die Kartons, voll mit Masken. Er ist Facharbeiter für Lagerlogistik. In einem Karton sind um die 1800 Masken. Nur so ein kleiner Karton, der wiegt um die 20 Kilo. Können Sie schon grob schätzen, was wir hier an Massen, an Tonnen, an Millionen an Masken reingekommen sind? Genauer gesagt 4 Milliarden Masken seit März. Der 26-Jährige muss die Fracht sortieren. Sie wird verteilt in Europa, heute noch. Täglich müssen sie 200 Tonnen medizinische Waren umschlagen. Frankfurt ist in der Pandemie das wichtigste Drehkreuz für Hilfsgüter in Europa. Von einer Corona-Krise ist kaum etwas zu spüren. Cargo boomt. Die Frachtflieger reichen nicht. Passagiermaschinen werden zu Transportern. Sitze werden ausgebaut. Sogar Militärmaschinen aus der ganzen Welt landen in Hessen, unterstützen Europa. Emre und seine Kollegen müssen Überstunden schieben. Mitte März, was da los war hier bei uns in der Halle, was da an Masken, sei es von China oder anderen Ländern reingekommen ist, beziehungsweise 80% nur China, heißt für uns, unser Disponent, unser Beauftragter hat uns angerufen, Emre, kannst du bitte Zusatz reinkommen, kannst du bitte 2 Stunden länger arbeiten. Ich war die ganze Zeit im Dauereinsatz. Seit 8 Jahren arbeitet Emre am Flughafen. Auch sein Vater war hier beschäftigt. 34 Jahre lang, zuletzt als Brückenfahrer. Seit der Grundschule war ich immer fixiert auf Flughafen. Was man hier erreichen kann, in was für Tätigkeiten du hier involviert bist. Bisher macht mir das sehr viel Spaß und ich will das auch wirklich durchziehen. Soll heißen, er will noch Karriere machen, Vorgesetzter werden. Die Corona-Krise macht ihn nachdenklich. Sorgen um seinen Job hat er nicht, aber er macht sich viele Gedanken um seine Familie. Ich mache mir schon Sorgen, weil alles, was ich im Blick habe, sehe ich ja, was passiert. Aber meine Familie in der Türkei, Oma, Opa, die leben ja dort. Ich sehe die nicht. Ich weiß nicht, wie es da zur Sache geht.
Deswegen mache ich mir echt schon Sorgen, was da im Ausland zu sich geht. Plant er in diesem Jahr in die Türkei zu fliegen, Urlaub zu machen? Nein. Da habe ich mir selber gesagt, diesen Sommer bleibe ich hier in Deutschland. Ich will das nicht riskieren, weil ich habe auch eine Mutter und einen Vater zu Hause. Und ich will das einfach nicht riskieren. Dieses Jahr habe ich mir gesagt, arbeiten, wenn ja, dann hier in Deutschland irgendwo Urlaub machen. Aber im Ausland eher weniger. Er hat Angst vor Covid-19. Er will das Virus auch nicht übertragen, schon gar nicht an seine Eltern. Mit ihnen wohnt Emre zusammen in Egelsbach. Qualität von deutschen Hühnern steckt unter dieser Folie. Hier sind Brüteier drin. Eier, die wir zum Frühstück essen zum Beispiel. Die werden jetzt nach Saudi geschickt. Nach Riyadh, in die Stadt. Und die werden jetzt hier eingelagert, bis die raus ans Vorfeld müssen. Jeden Tag wundert er sich, was so alles um den Globus fliegt. In diesem Raum lagern tausende Corona-Schutzanzüge. Was die letzten Monate nur an solche Fracht exportiert worden ist, war echt unfassbar. Paletten für Shanghai, abflugbereit. Das Frachtgeschäft hat sich verändert. Momentan haben sie 60% Import und 40% Export. Vor Corona war das umgekehrt. Wir haben hier einen Frachter, der um 21 Uhr abfliegt. Die letzte Einheit, also das letzte Blech, muss um 17 Uhr, spätestens 17 Uhr stehen. Hier sehen wir die Blechnummer, Destination, wohin es geht, die jeweiligen Kontur. Also Kontur heißt, wie wir das Blech bauen. Es muss in den Flieger passen, Gewicht muss kontrolliert werden. Und ich habe sozusagen die Verantwortung. Erstens, dass die Zeit eingehalten wird, dass die Jungs dementsprechend arbeiten, dass der Flieger reibungslos bearbeitet wird. Vor der Halle steht die sperrige Fracht. Aber auch die schöne, sagt Emre Aygül. Bei diesem Anblick schlägt das Herz des Autofans höher. Das ist jetzt Porsche. Die Marke selber kenne ich nicht, habe ich auch zum ersten Mal, beziehungsweise den Modelltyp. Aber dahinter ist ein Bentley. Autos für eine halbe Million Euro, das haben sie hier eher selten. Also ich bin echt begeistert, mit sowas arbeiten zu dürfen. Soeben ist noch ein Luxuswagen angekommen. Den muss er sogar fahren. Gleich. Zurück zur Sanierung der Südbahn. 4 Kilometer lang, 45 Meter breit. Die Start- und Landebahn im Süden ist die zweitälteste am Flughafen. Diesmal fliegen auch die Lampen raus. 1000 Stück, sagt Bauleiter Axel Konrad. Ja, das ist auch noch ein Teil, der auch noch saniert wird. Und die alten Feuerteile, die wir hier noch sehen, die Stahlteile, die müssen raus, weil wir die beim Fräsen einfach nicht mit rausfräsen können. Den Stahldreck wollen wir einfach nicht in unserem Asphaltfräsgut haben. Deswegen stemmen wir das hier raus und trennen das. Die alten Halogenstrahler werden ausgetauscht gegen sparsame LED-Unterflurfeuer, so heißen die neuen Lampen. Mit Satellitendaten und Bauplänen wollen sie später die Anschlüsse wiederfinden und ausgraben. Jedes Kabel hat eine Bezeichnung hier bei uns, den Stromkreis, von welcher Station das kommt. Und da können wir genau nachvollziehen, welcher Stromkreis jetzt hier kaputt ist. Hier sieht man, an der Stelle ist das Kabel kaputt. Das ist auch ziemlich fest. Also da müssen wir auf jeden Fall die Elektriker noch mal dran. Jetzt machen wir das wieder zu. Die Stromleitungen liegen in kleinen Kabelschächten unter der Start-Landebahn, 100 Kilometer lang. Fotostopp für den Souvenirjäger auf der Südbahn. Ja gut, das hat man ja auch nicht oft, dass hier so viele LKWs hier auf der Bahn stehen und kann man auch mal dokumentieren. Das sind für uns schöne Bilder, ne? Um auf die Südbahn zu fahren, müssen die Lastwagen Rollwege kreuzen, Fahrstraßen von Flugzeugen. Deshalb steht mitten auf dem Vorfeld eine Ampel. Einmalig am Flughafen. Monika Liberati steuert die Lichter per Fernbedienung. Die Ampel auf dem Vorfeld, eine Idee von Axel Konrad. Moin, grüß dich. Und alles klar bei euch? Alles okay. Läuft alles? Läuft. Nicht viel los, oder, heute? Mit Flugzeugen nicht so
Mit Flugzeugen nicht. Baustelle viel, Flugzeuge nicht viel. Ne? Ja, jetzt kommt gleich einer. Ja. Ein Knopfdruck und die Baufahrzeuge stehen. Flugzeuge haben hier Vorfahrt. Das ist ja eine in Betrieb befindliche Rollbahn. Das ist natürlich viel zu gefährlich, dass da einer jetzt dann unachtsam hier drüber fährt. Und dafür haben wir die Ampel. Der Verkehr wird jetzt gleich gestoppt. Wir stellen die Ampeln um. Wir sind in Funkkontakt mit dem Tower und holen uns dort die Genehmigung zum Kreuzen der LKWs in die Baustelle rein über die Rollbahn. Das müssen Sie festhalten. Sieht man auch nicht alle Tage. Eine Ampelkreuzung mit Flugverkehr. Und anschließend über die Rollbrücke über den Papa und rausfahren Richtung Papa ein. Wie oft rollt hier eigentlich so ein Flieger vorbei pro Schicht? Mit dem Flugzeug? Ja, das sind schon einige, die hier durchrollen. Und es soll ja sichergestellt werden, dass der Rollverkehr der Flugbetrieb halt auch nicht beeinträchtigt wird. Deswegen sitzen wir auch hier. So, jetzt sind die alle durch. Die Ampelfrau und die Brummifahrer. Man kennt sich. Bei der großen Baustelle, und das sind ja jeden Tag die gleichen fast, die hier lang fahren. Und wenn man dann öfters mal hier sitzt, dann kennt man sich schon. Autobahnen zu sanieren sei wesentlich einfacher, sagt Axel Konrad. Nicht aber Start- und Landebahnen. Da ist der Aufwand extrem hoch und da ist eher die Logistik steht da im Vordergrund. Das Bautechnische ist, ich sage jetzt mal, überschaulich. Ist halt eine Materialschlacht. Und 100.000 Tonnen, die wir hier bewegen, die müssen wir auch erstmal bewegen. Ja. Das ist schon eine Menge Holz. Der Flughafen hat 9 Gebetsräume in beiden Terminals für Christen, Muslime und Juden. Bettina Klünemann, Pfarrerin. Sie ist für 3 Kapellen zuständig. Der Flughafen ist die größte Glaubensgemeinde Deutschlands, sagt sie. An so einem Platz wie hier am Flughafen, da gehört Kirche einfach auch hin. Ja? Fliegen hat auch immer was damit zu tun, dass ich mich diesem Flugzeug und dieser Fortbewegung erstmal anvertraue. Ja? Ich muss loslassen. Ich habe meine Füße nicht auf der Erde und kann da wenig selbst bestimmen. Und das verändert Leute auch oft. Ja? Also nicht, ich denke mal, nicht umsonst haben Leute Flugangst. Ja? Aber da einfach präsent zu sein als Pfarrerin, das macht total einen großen Reiz aus. Es ist eine riesen Mischung an Situationen, an Menschen, die sich hier einfinden, weltweit. Und da bin ich gerne dabei, da bin ich gerne Pfarrerin. Pädagogik und Psychologie hat sie studiert. Sie war Pfarrerin in Mainz und stellvertretende Dekanin. Ihr Hobby? Fußball. Mainz 05. Frau Klünemann ist neu am Flughafen, als wir sie zu den Dreharbeiten treffen. 1 Jahr haben wir die evangelische Pfarrerin begleitet, auch in Corona-Zeiten. Ihren bisher emotionalsten Einsatz am Flughafen hat sie gleich zu Beginn ihres neuen Jobs. Das war ein junger Mann, der hier in Deutschland ertrunken ist, wo die Eltern dann gekommen waren, um sozusagen den Leichnam abzuholen. Und letztendlich haben sie dann die Urne mitgenommen. Und das war schon, also ich muss sagen, das war, glaube ich, der schwerste Gang, den ich hier bisher gemacht habe auf dem Flughafen. Neben der Mutter, die diese Urne so gehalten hat, als ja, so voller Liebe eigentlich und als ob es das kleine Kind wäre, als ob es der kleine Sohn wäre, den sie jetzt dann zum Flugzeug trägt und nach Hause bringt. Und wir wussten alle, es ist die Asche des verunglückten Sohnes und das war schon schwer. Gottesdienste, Andachten, Reisesegnungen, Trauerfeiern, Taufen, Todesnachrichten übermitteln. Sie ist für jeden da, für Passagiere und Mitarbeiter. Als Flughafenpfarrerin hat sie viel zu tun. Ihr neues Büro konnte sie noch nicht fertig einrichten.
Also mir gefällt es hier gut. Ich freue mich jeden Tag, hierher zu kommen, finde das spannend und freue mich auch daran, dass es hier unten drunter immer rumpelt. Man hört die Gepäckförderanlage hier unten und wenn ich schon keine Flugzeuge höre, dann wenigstens dass hier was los ist. Denn hier kann es auch richtig still sein, hier oben, also ungewöhnlich still eigentlich für den Flughafen. Ja. Die Corona-Krise hält sie auf Trab. Von März bis Juni kümmert sie sich jeden Tag um Passagiere, die seit Tagen im Transitbereich festsitzen. Vom Terminal 1 in den Süden zu Emre Aygül beim Frankfurter Cargo Service. 700 Mitarbeiter hat das Logistikunternehmen. Sie arbeiten rund um die Uhr an jedem Tag in 3 Schichten. Auch Emre Aygül. Der Facharbeiter für Lagerlogistik hat viel Verantwortung. Ist das die eine Sendung? 10 Stücke nur noch. Ja. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expressfracht nach Russland muss heute noch raus. In 3 Stunden geht der Flug, doch die Palette ist nicht komplett. Kartons aus Stuttgart fehlen noch. Also bei den Passagierflugzeugen ist heute Express gebucht. Es sind Großteil doch, weiß man, das sind Mercedes-Teile. Das sind Autoteile, die da gekommen sind. Ja. Sein Job ist hektisch. Nie die Übersicht verlieren, das ist wichtig, sagt der 26-Jährige. Jeder Karton hat einen Barcode. Kunde, Flug und Lagerort sind registriert. Ist der oben? Sein Kollege hat Neuigkeiten zur Expresslieferung. Wo sind die restlichen Kartons? Müsste reichen. Wie viel Uhr ungefähr? Der Lastwagen ist jetzt erst losgefahren. Okay. Er braucht noch 3 Stunden. Okay, weiß ich Bescheid, Alex. Das wird eine knappe Kiste, weiß Emre. Es ist 14 Kubik Express gebucht. Und das müsste 2,5 Bleche passen. Heißt, 2 Bleche sind geblockt und der Mitarbeiter wartet sozusagen, bis die Fracht da ist, damit wir den Flug komplett fertig machen können. 2 Paletten stehen bereit, die Kollegen auch. Das sollte noch klappen mit dem Flug nach Russland. Jeden Tag Fracht für ein anderes Land zusammenzustellen, das weckt auch Sehnsüchte. Am liebsten würde er da draußen mal mitfliegen. Man hat den Drang, wirklich jeden Tag mal wegzufliegen. Gerade wenn du Länder hörst, wo du noch nie warst. Heißt China. China selbst war ich noch nie. Aber wenn ich so sehe, was wir hier an Fracht dorthin schicken, frage ich mich echt, was das für ein Land ist überhaupt. Also mal die Menschen dort kennenzulernen. Also man hat wirklich den Drang, wegzufliegen auf jeden Fall. 55.000 Quadratmeter groß ist die Halle. Das sind 7 Fußballfelder. 750.000 Tonnen bewegen sie jedes Jahr. Darunter auch Highlights. Gucken Sie, was ich gefunden habe. Das ist unsere Frachtannahme. Die hat jetzt ein Auto eingenommen. Ein Rolls-Royce ist das, glaube ich, genau. Bittchen. Die wird jetzt gecheckt. Die Emily aus Great Britain. Auch Fracht muss mal umsteigen in Frankfurt. Ein Scheich in Dubai wartet auf den 12-Zylinder. Die checken halt außen, ob da irgendwelche Beschädigungen sind, sei es innen, sei es außen. Der Tank wird kontrolliert, weil da darf eine bestimmte Menge nur an Tank rein. Ein vollgetanktes Auto ist ein Sicherheitsrisiko im Flugzeug. Emre Aygül darf jeden Schlitten zum Beladen fahren, auch den für 350.000 €. Ein Traum für den Autofan. Weltklasse. Das ist ja echt eine andere Liga, was wir hier exportieren, an die anderen Länder schicken. Die sieht man halt wirklich hier auf den Straßen sehr, sehr selten. Und das gibt nochmal so ein ganz anderes Gefühl. Weil so ein Auto hier in Deutschland, in meinen 26 Jahren, habe ich privat auf der Straße nicht gesehen. Ich sehe das halt nur hier auf der Arbeit. So ein, also in der Klasse, ein Rolls-Royce. Wenn ich keinen Schaden sehe, steige ich ein, fahre das Auto in dem entsprechenden Platz und mache den Flug bereit. Jetzt bloß nicht irgendwo hängen bleiben. Die Autoteile aus Stuttgart sind eingetroffen. Das kommt jetzt auf die Waage, damit wir das Gewicht haben. Damit ist die Expressfracht komplett. 2 Paletten für Russland. In 40 Minuten startet der Flieger. Hat nochmal rechtzeitig alles geklappt. Flug ist jetzt fertig und alles rechtzeitig geschafft. Auch Emre Aygül hat es für heute geschafft. Feierabend nach einer 8-Stunden-Schicht. Ich steche jetzt meine Karte. Anschließend
fahre ich direkt nach Hause unter die Dusche und bei so einem Wetter bestimmt einen Freund anrufen, draußen in die Stadt was trinken gehen. Morgen hat er Spätschicht. Mit etwas Glück fährt er neben Stapler auch wieder ein Luxusauto. Vom Frachtzentrum aus ist die riesige Baustelle auf der Südbahn nur einen Katzensprung entfernt. Heute wird der neue Asphalt verteilt. Eine 17 cm dicke Schicht, 3 Kilometer lang, 45 Meter breit. Die Materialschlacht geht weiter, sagt Bauleiter Axel Konrad. Es sind ungefähr 70 LKWs im Einsatz heute. Wir bauen ca. 7.000 Tonnen Material ein und die kommen hier aus der ganzen Gegend. Wir haben natürlich alles irgendwie zusammengetragen, zusammengesucht, was hier fahren kann, damit wir die ganze Masse an Asphalt auch beibekommen. Für die ganze Masse sind 4 riesige Spezialmaschinen im Einsatz. Hightech-Geräte, fast eine $500.000 teuer und vernetzt. Der Kollege hat ein Tablet in der Hand, also der spielt jetzt nicht, sondern wir tracken jeden LKW von der Mischanlage bis hierher und wissen immer ganz genau, wie viel Material ist auf den LKWs unterwegs. Wir wissen ganz genau, wo befindet sich welcher LKW, sodass wir auf jeden Fall nicht zu wenig oder nicht zu viel Material am Ende haben. Die riesigen Mengen Asphalt bekommen sie von 4 verschiedenen Lieferanten rund um Frankfurt. Alle Hersteller müssen das gleiche Gestein aus demselben Steinbruch verwenden, so sind die Vorschriften. Der Asphalt muss heiß verarbeitet werden. Um Zeit zu sparen, werfen sie die 50.000 Tonnen über den Zaun. Ja gut, wir haben bei den letzten Baumaßnahmen, die wir in der Größenordnung hatten, festgestellt, dass die Zufahrt zum Vorfeld, die Tore, die Kontrollen, am meisten Zeit gekostet haben, dass da die LKW am meisten gestanden haben. Deswegen haben wir uns jetzt überlegt, was können wir besser machen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir einfach das Material doch über den Zaun schmeißen können, über den Sicherheitszaun. Und das sehen wir hier. Wir haben ja hier so 2 Beschicker aufgebaut, die fördern von der Landseite, also von dem, ich sag mal, aus dem Cargo-Bereich, das Material hier in den Sicherheitsbereich. Alles unter strenger Beobachtung. Der Sicherheitsdienst kontrolliert den Ladevorgang. Sie achten darauf, dass hier nur Asphalt über den Zaun fliegt und keine anderen Gegenstände. Eine Flugzeugtreppe dient als Beobachtungsposten. Also wir haben auf anderer Seite vollgeladene LKW mit Asphalt. Das wird in diese Maschine abgeladen. Die laufen halt so in die leere LKW rein. Ist mal was Neues. Die Asphaltmischung wurde in einem Labor entwickelt, extra für Frankfurt. Das Rezept ist Betriebsgeheimnis. Dafür erfahren wir vom Bauleiter ein persönliches Geheimnis. Er schnüffelt gerne Asphalt. Also mir gefällt der Geruch. Es ist immer ganz witzig, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind mit der Familie und wir stehen im Stau in der Autobahnbaustelle. Ich mache immer das Fenster auf, um diesen Bitumengeruch einzuatmen. Das riecht so nach Baustelle. Ja, meine Frau, die regt sich dann immer auf und meine Tochter, das wird so stinken, aber für mich ist das, für so einen Bauingenieur ist das ein richtig guter Geruch. An der Südbahn wird der heiße Asphalt sofort eingebaut. 24 Walzen sind jetzt dran. 8-mal müssen sie über den Belag rollen. Und wenn Walzen walzen, braucht es einen Walzer. Maestro, bitte. Dankeschön. So, der Herr in der Mitte hat auch einen wichtigen Job. Mit seinem gelben Kasten kontrolliert er die Arbeit der Walzen. Und warum riecht Asphalt nach verbranntem Gummi? Ja, da müssen Sie jetzt aufpassen, da haben wir ungefähr 130 Grad unter Ihren Füßen. Ach, das sind meine Schuhe. Und das Gerät arbeitet mit ein bisschen Radioaktivität. Oh, auch das noch. Das zeigt den Verdichtungsgrad an. Also man kann einen Boden oder einen Asphalt bis zum gewissen Grad zusammendrücken, dann hört er auf.
Und da, wo das maximal ist, wo er sich nicht mehr weiter zusammendrücken lässt, ist die Verdichtung 100%. Und gefordert ist 98%. Also so ein bisschen Puffer nach unten haben wir noch. Und das misst dieses Gerät. Ich kann halt eben messen, wie viel Prozent Verdichtung der Asphalt hat. Und wie viel hat er hier jetzt ganz konkret? So, hier liegen wir jetzt genau bei 98,4%. Also da sind wir auch schon da, wo wir hinwollen. Ich bin zufrieden. Na prima. Wir haben mittlerweile auch neue Schuhe, kann also weitergehen. Wo ist eigentlich der Bauleiter? Ah, da. Ist er auch zufrieden? Also jetzt sind wir ja noch bei der Hälfte ungefähr, aber wenn man dann irgendwann mal das komplett fertige Produkt sieht, dann ist es natürlich top. Ne? Da freue ich mich schon drauf, wenn wir fertig sind. Die Markierungen vor der Abnahme, wenn man dann hier steht und sieht das Endprodukt, ja, das ist schon cool. Deswegen machen wir das ja, das macht ja auch Spaß. Zurück ins Terminal 1. Dauereinsatz für die Flughafenfahrerin und ihrem Team. Mitte April. Bettina Klünemann ist auf dem Weg zu gestrandeten Passagieren im Transitbereich, die wegen der Corona-Krise nicht mehr einreisen dürfen. Täglich melden sich Betroffene bei ihr während des Lockdowns. Wir sind alle hier an einem Ort zusammen. Jeder bringt so seinen Glauben oder auch das, worauf er hofft, worauf er vertraut, einfach mit hierher. Und alle, die hier sind, egal ob die jetzt christlich sind oder nicht, die können einfach auch die Flughafenseelsorge ansprechen. Und das Schöne ist, es machen auch alle wirklich. Die Pfarrerin betreut in diesen Tagen viele Flughafenmitarbeiter, deren Angehörige an Covid-19 gestorben oder schwer erkrankt sind. Die Corona-Krise beschäftigt die Pfarrerin rund um die Uhr. Hier leben gestrandete Passagiere. Auf einen Rückflug wartet seit Tagen Student Youssef aus Ägypten. Wie geht es ihm? Ja, ganz gut. Ich konnte ein wenig schlafen. Wo ist sein Bett? Da drüben ist mein Bett. Ich habe zuvor auf einer Sitzbank geschlafen. Die Grenzschließung hat Youssefs Pläne zunichte gemacht. Eigentlich wollte ich Deutsch in Bonn studieren und dann meinen Masterabschluss in Berlin machen. Nun ist das erstmal gescheitert. In 3 Tagen startet wieder ein Flug nach Kairo. Eventuell darf er mit. Dieser Bereich ist speziell für maximal 10 Leute, damit der Abstand gewahrt werden kann und sich die Leute nicht dann noch anstecken gegenseitig. Und dann sind gleich die Duschen nebendran, wo dann auch immer wieder geöffnet wird jeden Tag und die Leute auch so ein bisschen so das Gefühl haben, ich bin noch ein Mensch. Ja? Ich kann mich waschen, ich habe was zu essen, ich kann auch mal richtig ausruhen. Und richtig ausruhen ist hier schon schwer. Also wir haben ja, es ist ja Licht hier, die Durchsagen gehen auch nachts, dass man Abstand halten soll und das ist nicht so ohne. Also das hier auszuhalten und trotzdem Schlaf zu finden, das muss man erst mal können auch. Zwischen einem halben Tag und 5 Wochen müssen sie hier ausharren. Das ist Alexios aus Griechenland. Seit 9 Tagen ist er schon hier. Ich kam aus Kanada und mein Anschlussflug sollte zu meiner Mutter nach Finnland gehen. Aber weil ich dort keinen Wohnsitz habe, hat mir der Flughafen hier die Weiterreise verweigert. Jetzt muss ich warten, bis wieder ein Flug nach Griechenland geht. Am Anfang war es stressig, hier zu leben. Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Ich meditiere, mache Yoga. Sie bringen mir etwas zu essen. Gestern noch Gemüse. Das hatte ich mir gewünscht von der Pfarrerin. Können Sie hier schlafen? Ja, hier im Terminal. Diese Gruppe aus Südafrika macht Mitte April in den sozialen Kanälen auf sich aufmerksam. Die Medien in ihrer Heimat berichten. 4 Tage später fliegen sie mit einem Sonderflug nach Hause. Und Alexios? Heute startet ein Flieger nach Griechenland. Er hat ein Ticket, freut sich. Doch plötzlich wird der Flug nicht mehr angezeigt. Bettina Klünemann versucht mehr zu erfahren. Endspurt auf der Südbahn. Die spektakuläre Sanierung ist fast fertig. Noch immer dürfen hier keine Flugzeuge landen. Die Start- und Landemarkierung fehlt noch auf der Piste. Aber die Asphaltarbeiten sind abgeschlossen. Bauleiter Axel Konrad auf Testfahrt. Wenn man selber drüber fährt, dann fährt man ein bisschen schneller und merkt jetzt so, ich meine, das liegt komplett ruhig da. Also die Ebenheit ist echt top. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier so im Auto sitze und wir hier Bodenwellen haben, sondern guck mal, das fährt wirklich oder das ist ganz
geschmeidig. Ne? Und das ist, ich meine, wir machen noch Tests entsprechend oder wir messen das alles auf und überprüfen das Ganze auch natürlich auch digital. Aber jetzt muss ich mal hier um die Markierung rumfahren. Aber aber wenn man so selber drüber fährt und fährt mal ein bisschen schneller, ne, dann merkt man einfach am besten, wie die Bahn da liegt. Und das ist einfach mal so das eigene Gefühl. Und sie liegt gut da, die Bahn. Noch ein bisschen putzen und schminken, dann können sie kommen, die Flieger. Alles nach Zeitplan. Doch ausgerechnet jetzt gibt's Probleme. Ja, man merkt, es wird immer ein bisschen windiger jetzt. Ja. Das kann halt zum Problem werden für die Markierung. Ne? Wenn wir Markierung aufbringen, die wird aufgesprüht, die Markierung. Und wenn du den starken Wind hast, dann sprüht die halt überall hin, aber nicht da, wo sie hin soll. Einfaches Klebeband aus dem Baumarkt reicht. So markieren sie Buchstaben und Zahlen auf der Bahn. Zum Beispiel 07R. So, wir können mal vorne gucken, jetzt geht's los. Der fahrende Farbeimer. Vor seinem Auftritt gibt es noch eine Generalprobe. Wir machen jetzt hier eine Testmarkierung und messen jetzt da mit dem Gerät auf dieser Platte die Schichtdicke von der Markierung. Können wir mal schauen? Sie wollen nicht zu viel Farbe sprühen. Maximal 0,3 mm darf der Streifen dick sein. Doch die Messung zeigt 0,4. Und nun? Wir haben jetzt an der Stelle eben entschieden, weil der Wind doch so ein bisschen stärker ist. Wir hatten zwar 0,4 mm, aber durch den Wind, sag ich mal, kommt am Ende wahrscheinlich nur 0,3 auf der Fahrbahn oder auf der Stadtlandebahn an. Deswegen haben wir gesagt, wir lassen es so. Diese 0,1 mm ist halt vom Winde verweht. Die Farbe wurde sogar mit Perlen veredelt. Und die Perlen sind so Reflexionsperlen, die dann bei Nacht einfach noch eine höhere Sichtbarkeit der Farbe gewährleisten. Wir lernen, Start- und Landebahnen werden mit vielen Tricks saniert. Und noch einen haben sie auf Lager, um die Lampen, die Flughafenbefeuerung, nicht zu löschen. Da helfen manchmal die einfachsten Hilfsmittel. Damit wir da nicht drüber markieren, ein einfacher Farbdeckel reicht da an der Stelle. Ein Jahr geplant, 21 Tage gebaut. Jetzt ist sie fast fertig. Die neue Start- und Landebahn Süd. Die 1000 Unterflurlampen, die sie noch einbauen müssen, na, Peanuts. Und was ist das für ein Gefühl? Das ist schon ein geiles Gefühl, wenn das Ding hier nächste Woche in Betrieb geht. Wenn ich jetzt noch einen kennen würde, der ein Flugzeug hätte, mit dem ich hier die Erstlandung oder den Erststart machen könnte, das wäre natürlich nochmal der Gipfel. Aber es wird auch schon so wirklich ein gutes Gefühl sein, wenn das Ding, wenn die Bahn hier nächste Woche in Betrieb geht und wir haben dann, das ist alles fertig, sauber und wir sehen vielleicht wirklich das erste Flugzeug landen und ja, dann kann man wirklich abends auch mal daheim eine Flasche Bier aufmachen oder eine Flasche Wein und einfach mal sich wirklich freuen, dass das so gut gelaufen ist. Wenn Sie wieder nüchtern sind, planen Sie die nächste Baustelle. Zurück in den Transitbereich, Terminal 1 zu Bettina Klünemann. Startet der Flug nach Athen heute wie angekündigt? Bettina Klünemann, evangelische Flughafenseelsorge. Ich bin gerade hier bei B41, spreche mit dem Herrn Mantiakadis wegen seines Fluges. Der sagte, der würde heute Abend über Belgrad nach Athen fliegen. Und ich habe jetzt nur vorhin auch gesehen, dass der Belgrad-Flug gecancelt ist, der zumindest mal offiziell im Flugplan drin steht. 10 Tage hat Alexios während des Lockdowns auf diesen Flug heute gewartet. Doch seit einer Stunde wird er nicht mehr angezeigt. Ja. Ja, flight is cancelled. I'm sorry. Der Flug fällt aus. Noch einmal 2 Wochen warten. Alexios ist geschockt, traurig. Der wollte heute Abend fliegen, ja. Das war sein Ziel. Ja. Boah, der ist jetzt der ist fertig. Man hat richtig gemerkt, er muss jetzt erstmal für sich sein, alleine sein und erstmal mit seinen eigenen Gefühlen klarkommen. Und das war jetzt auch wichtig gewesen. Und
Mir jetzt einfach noch ein paar Sachen mitgegeben, die noch gewaschen werden müssen. Das hat er sonst mit nach Hause genommen und dort getan. Und ansonsten einfach morgen wieder da sein, Kontakt halten, einfach immer wieder einfach fürs Gespräch da sein. Nicht nur Dinge bringen, das ist auch wichtig, oder für Sachen sorgen, sondern ja, einfach immer wieder im Gespräch bleiben, Kontakt halten, einfach merken, wie es den Menschen geht und das einfach mit aushalten, so eine Situation. Also ich kann auch keinen Flieger herbestellen, das würde ich am liebsten manchmal machen, so einen Flieger herholen und dann losschicken, aber geht nicht. Ja. Glück im Unglück hat dagegen dieses gestrandete Paar. Sie haben noch ein Zimmer im Transithotel bekommen. Für 3 Wochen zahlen sie 3.500 €. Hereinspaziert. Aber besser als im Terminal schlafen, sagen sie. Da spielt auch die Größe des Zimmers keine Rolle. Ich glaube, ungefähr 10 Quadratmeter dürften das sein. Und für Koffer ist leider nicht so viel Platz. Also wir haben jetzt hier 2 stehen, da vorne sind noch 2 in der Ecke, hier ist noch eine Tasche. Aber definitiv das Highlight ist natürlich hier der Ausblick, wenn es nicht gerade regnet. Sie waren 4 Monate in Mexiko und Kolumbien. Dort haben sie für deutsche Krankenhäuser gearbeitet. Jetzt wollten sie zurück nach Hause, nach Düsseldorf. Wir waren nicht zu Hause seit 4 Monaten und ich habe Papa nicht gesehen und Oma nicht gesehen und ich vermisse alle. Vasundhara hat einen indischen Pass und ein Schengen-Visum. Damit darf sie eigentlich nach Deutschland reisen, doch die Polizei verweigert die Einreise wegen der Corona-Bestimmungen. Ihr Freund ist Bundesbürger. Ich bin freiwillig hier, weil ich was nicht alleine lassen wollte. Das ist eher Frustration. Also wir hatten natürlich gehört von den Reisebestimmungen und wir waren uns dessen auch bewusst. Nur wir hatten der deutschen Botschaft in Mexiko eine E-Mail geschrieben. Unseren Fall erklärt, dass wir eben noch nicht verheiratet sind, aber dass sie eigentlich Bestandteil unserer Familie in Deutschland mittlerweile geworden ist. Und die deutsche Botschaft hat gesagt, mit dem Schengen-Visum wäre das noch damals kein Problem gewesen. Wir hatten jetzt heute Morgen noch mit der EU-Kommission telefoniert. Die hatte auch wieder andere Informationen für uns und im Endeffekt ist aber natürlich das deutsche Gesetz anwendbar und wie die Bundespolizei es interpretiert. Ich kann auch nicht irgendwo hin und wir bleiben, bis alles okay ist. Ich glaube, die Machtlosigkeit ist das Nervige. Wird sich auch wieder ändern. Seine Freundin bräuchte einen deutschen Pass, dann dürfte sie einreisen. Jetzt soll sie nach Indien, sagen die Behörden. Es sei denn, die deutschen Bestimmungen werden gelockert. Oh, wollen wir mal hoffen, ne? Bettina Klünemann ist wieder im Terminal 1. Sie will 2 Frauen helfen. Sie kommen aus Moldawien. Vor Corona sind sie nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten. Doch dann kam die Pandemie. Kein Job für sie. Jetzt wollen sie zurück in ihre Heimat. Geld haben sie nicht mehr. Zu lange warten sie schon auf einen Rückflug. Das ist einfach auch hart, wenn auch so dieser Weg so versperrt ist, ja, und man keine Chance hat und man die ganze Zeit keinen sicheren Platz hat. Sie können nicht arbeiten, es geht gar nichts, ja. Und die wollen ja gerne sich selbst versorgen, aber keine Chance. Seit Tagen leben sie auf der Straße, sagt die 30-Jährige. Sie schlafen in einem Bushäuschen. Ihre Mutter ist krank, hat Diabetes. Sie kann nicht mehr, erzählt sie Bettina Klünemann unter Tränen. Okay? Ja? Gut. Okay. Gerade wenn man halt Diabetes hat, dann muss man gucken, dass man regelmäßig die Medikamente hat und auch regelmäßig essen kann. Und das ist mir jetzt wichtig. Und dass sie weiß, okay, es sind Leute da hier, sie kann uns ansprechen und sie kriegt jetzt einfach eine Geldhilfe auch, damit sie überhaupt was zu essen einkaufen kann hier am Flughafen. Im Koffer hat Bettina Klünemann die Wäsche von Alexios, dem jungen Mann aus Griechenland. Die Seelsorgerin steckt sie gleich in die Waschmaschine. Dann geht sie zurück ins Terminal. Wieder helfen. So. Und in der nächsten Folge: Brückenfahrer Fortunato Micice. Nur mit ihm können Passagiere aussteigen. Immer vorsichtig ablegen, dass man da keine Kratzer oder Delle verursacht. Cockpit im Wohnzimmer, Rocco Röttger und sein riesiger Flugsimulator. Die haben alle eine Funktion, ja. Man kann auch beispielsweise die Bildschirme wechseln. Unser linkes Triebwerk brennt. Da müssen wir jetzt erstmal den Feuerlöscher aktivieren. Mittendrin, Flughafen Frankfurt. Nächsten Mittwoch um 21 Uhr und schon jetzt in der ARD Mediathek.